schön, dass ihr eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier geht es weiter bei der 78er mit der Nockenwellen-Thematik. Ja, um das zu diagnostizieren, schraubt man am besten hier als allererstes die Ventildeckel ab. Ja, ich habe hier diese offenen Ventildeckel. Das ist aus normalen Ventildeckeln gebaut und dort oben ein Fenster reingeschnitten. Und mit diesen Ventildeckeln, das ist sehr praktisch, weil die kann man dann einfach hier draufsetzen und hat dann hier die Sicht frei auf die Kipphebel. Und hier diese Wand verhindert trotzdem, dass das Öl direkt dann auf die Krümmer spritzt. Und dementsprechend hat man dann nicht so eine Sauerei. Das Ganze kann man sich auch aus Pappe bauen. Aber hiermit ist das immer die sauberste Lösung. Ich verbaue die jetzt auf beiden Seiten. Ja, um eine eindeutige Diagnose zu haben, starten wir mal den Motor. Ja, ich würde sagen, die Diagnose ist ziemlich eindeutig. Definitiv ein Nocken ist fast komplett runter. Ein anderer auf der Beifahrerseite ist auch nicht mehr in Ordnung. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall hier einen Nockenwellenschaden vorliegen und müssen jetzt alles hier ausbauen, inklusive der Motorhaube, dem Kühler, Wasserpumpe, um dann die Nockenwelle nach vorne ausbauen zu können. So, ist jetzt schon einiges hier abgebaut. Ich versuche jetzt hier mit so einem Hebelarm hier die Ansaugbrücke zu lösen. Die wird ziemlich fest in der Dichtmasse drin sitzen, deswegen brauchen wir hier einen guten Punkt, wo wir ansetzen können. Ich versuche jetzt hier unter so eine Ecke zu kommen. Und da kommt sie auch. Jetzt haben wir sie nämlich schon ziemlich los und können sie dann im Anschluss abheben. Ich schaue jetzt mal, ob wir noch irgendeinen Punkt haben, der hier fest ist. Genau, ich mache hier noch die Kabelverbindung ab. Und dann kann man die auch schon so im Ganzen hier rausheben. Ich sehe hier noch was. Da ist noch ein Schlauch. Da ist noch ein Verbinder. Den machen wir noch ab. Dann haben wir den frei. So. Schneiden wir hier noch weg. Dann können wir die ganze Ansaugbrücke nämlich zur Seite legen. So, nachdem die Kipphebel jetzt alle gelöst sind, kann man auch die Stößelstangen rausnehmen. Ich nehme mir da immer so einen Karton, dann kann man die genauso reinstecken, wie die gesessen haben. Und dann werden die eine nach dem anderen hier
gelagert, bis man das Ganze wieder zusammenbauen kann. Und im Anschluss können dann nämlich auch die ganzen Hydrostößel ausgebaut werden. Dafür gibt es auch ein besonderes Werkzeug. Das ist hier sowas. Da kann man hier unten den Kopf ein bisschen breiter machen. Das heißt, hier kommt man immer recht schwer dran, weil die Hydrostößel ja versenkt sind. Und deswegen wird dann hier das Werkzeug ein bisschen aufgedreht. Ich bin jetzt gerade falsch rum. Deswegen geht das gerade nicht. Und dann kann man die nämlich ein bisschen breiter machen. Hier unten den Kopf. Und oft ist das so, wenn die dann unten nämlich breit geklopft sind von der Nockenwelle, braucht man hier so einen Ziehhammer, um dann den Hydrostößel hier rausziehen zu können. Und dann kommt er nämlich nicht so gut raus, weil der hier unten dann hier an dem Kopf schon sich aufgepilzt hat. Und dann kann man den mit so einem Ziehhammer hier schön rausziehen und eben hier dann absetzen und sich dann nachher angucken. Wir gucken uns gleich auch den defekten Hydrostößel gemeinsam an. Dann schauen wir mal, ob der auch unten platt gedrückt ist. So, dann nehmen wir jetzt den letzten Hydrostößel raus. Das ist der hier von dem kaputten. Und da sieht man auch ganz eindeutig, dass der hier ziemlich sich schon so eine Wölbung dort eingeschliffen hat. Und wir gehen jetzt mal zu den ganzen Teilen, die stehen dort hinten. Die haben wir jetzt hier aufgebaut. Und zwar kann man da jetzt sehr gut sehen. Jetzt kann man hier nochmal das alles nachvollziehen. Hier sieht man, dieser hier hat auf jeden Fall gefressen. Und auch hier dieser hat auch schon gefressen am Hydro. Und das sind auch die, die wir gesehen haben, die eben ein bisschen weniger Hub hatten, beziehungsweise gar keinen mehr. Okay. Als nächstes holen wir die Nockenwelle raus. Dafür brauchen wir hier so ein spezielles Tool, um den Balancer abzuziehen. Wir werden jetzt die Schrauben und der Abzieher hier vorne an den Balancer angesetzt und dann wird der an der Kurbelwelle abgezogen. So, und dann kann man jetzt, wenn man den Kühler hier so ein bisschen zur Seite hat, versuchen die Nocke zu ziehen. Da brauchen wir jetzt keine Rücksicht drauf zu nehmen, weil die kaputt ist. Dann können wir die nach und nach hier rausziehen. Und hier ist es jetzt eng, deswegen haben wir den Klimakühler zur Seite gedrückt. Jetzt kann man nämlich die Nockenwelle so herausnehmen. Und hier kann man auch sehr schön sehen, hier ist der kaputte Nocken und hier ist der andere kaputte Nocken. Hier sehen wir normale Nocken. Hier nochmal der kaputte und hier der andere. Ja, das war's für heute aus der V8 Lounge. Hier geht's bald weiter, wenn das Ganze wieder zusammengebaut wird. Ja, ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.